Hallo, Hallo. toll, dass es klappt. Hallo. Von wo schaltest du uns zu? Aus München vermutlich? Genau, aus München. Wir sitzen hier in München. Dann hast du den Spielsel da schon auf deiner Seite Servus. mal, sage ich. Ja, gut, aber der ja, Hauptsitz ist in Italien, soweit ich informiert bin, Genau, oder? Hauptsitz ist in Italien und wir haben ja ein weiteres Büro in München, wo ich eben dann sitze. Mhm. Schön. Genau. Tja, München. Wir freuen uns, dass du dabei bist. Du bist für, ich sage mal, für Business Development verantwortlich, wenn ich es richtig im Kopf habe. Vielleicht kannst du selber mal Head ganz of kurz was Corporate dazu Partnerships. sagen auch. Und spannend bei euch ist ja auch, ihr seid eine italienische Company. Wir sind eine internationale Plattform. Im Moment machen wir, ich sage mal, Programm auf Englisch, aber wir haben natürlich Ziele, das weit auszubauen. Wer uns kennt, der weiß, dass wir da sehr international aufgestellt sind. Also wenn du euch ein bisschen Einblick gibst in euer Unternehmen, das in Italien gestartet hat und, korrigiere mich, 3 Millionen Bäume oder noch mehr gepflanzt hat. Genau, Sheila. also erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch total, dabei zu sein. Mein Name ist Shilpa Gulati und ich bin Head of Corporate Partnerships für den Dachraum. Ganz genau, wir kommen ursprünglich aus dem schönen Florenz, wo es uns da eben ja knapp seit 10, 12 Jahren eben gibt. Und seit 5 Jahren haben wir den Standort in München, wo ich schon relativ früh dabei war. Im Endeffekt seit 4 Jahren bin ich schon dabei. Eine kurze Zwischenfrage, Schilper. Hast du eine Präsentation, die du teilst im Screensharing? Ja. Okay, Ja, würde ich gut. machen. Darfst du gerne loslegen, wann immer du möchtest. Super, dann starte ich doch einfach Ja. direkt. Dann würde ich noch mal den Screen freigeben. Ich schau mal kurz. Genau. München ist so oder so schöner als Italien, oder Martin? Was sagst du dazu? Na, München ist die nördlichste Stadt Italiens, das Ja. weiß man doch. Aber Florenz, es geht nichts über Firenze. Das ist ja Monaco di Bavaria, Ja, glaube Ja, ich. voilà. Genau. Voilà. Genau. Okay. So, dann starte ich doch einfach mal. Also, genau, ich habe ja schon mal eine ganz kurze Intro zu Treedom, sage ich jetzt mal, gegeben und zu mir. Ja, wer und was ist eigentlich Treedom? Da würde ich einfach mal ganz kurz mit folgendem Video starten. Genau, was ist denn eigentlich Treedom? Das hat man ja schon mal ganz gut im Video jetzt erkannt. Bei uns dreht sich alles ums Thema Bäume pflanzen. Bäume pflanzen machen, sage ich jetzt mal, viele. Was ist es das, was uns besonders gut ausmacht? Da würde ich einfach mal ein paar Jahre zurückgehen, und zwar ins Jahr 2009, 2010. Und zwar seht ihr hier auf dem Bild die 2 italienischen Herren, Federico Garcia und Tommaso Speroni auf dem Bild. Diese 2 Herren waren eben 2009, 2010 auf einer Geschäftsreise in Afrika unterwegs. Da wiederum haben sie festgestellt, dass Kleinbauern eben nicht mehr in entlegenen Regionen, vor allem im globalen Süden, nicht mehr von Anbau leben konnten, sondern viel mehr Bäume gefällt haben und diese dann unter anderem auch Unternehmen weiterverkauft haben und das teils auf illegalen lokalen Märkten. Sprich, ja, die ökologische Katastrophe liegt auf der Hand, aber sie war in dem Falle auch eine sehr große soziale Katastrophe, denn es gab keine Arbeitsplätze mehr in der Landwirtschaft, lokale Märkte wurden zerstört, die Nahrungsmittelsicherheit war gefährdet, aber auch lokales Unternehmertum und ein faires Einkommen verschwanden. Im selben Jahr, in dem Jahr 2010, gab es auch einen Riesenhype um ein Spiel. Ein Spiel, was vielleicht einige von euch auch selbst gespielt haben oder sich zumindest noch daran erinnern. Und zwar das Spiel Farmville. Das war damals oder ist ja nach wie vor, sag ich mal, ein Facebook-Spiel, in dem man in die Rolle eines Kleinbauerns schlüpft und Saatgut pflanzen sowie Bäume und Vieh großziehen kann. Und damals im Jahr 2010, innerhalb von nur 4 Monaten, haben fast oder über 30 Millionen Menschen rund um den Globus dieses Spiel gespielt. Und die meisten von diesen Menschen haben sogar echtes Geld für digitale Schafe oder digitale Bäume bezahlt. Lasst euch das einfach mal auf der Zunge zergehen. Echtes Geld für digitale Bäume. Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen.
Daher kam damals eben unseren 2 Gründern, Federico und Tommaso, die Idee, hey, wenn Millionen von Menschen bereit sind, Geld für einen digitalen Baum auszugeben, warum sollten es dann nicht auch Menschen sein, die echtes Geld ausgeben für einen echten Baum, der auch in der echten Welt gepflanzt wird, der auch noch einen positiven Einfluss auf die Welt hat? So ist dann im Prinzip die Idee um Treedom entstanden. Was machen wir also? Wir pflanzen Bäume in der ganzen Welt und das gemeinsam mit Kleinbauern. Damit schaffen wir einerseits ökologische Benefits, aber auch soziale Benefits. Auf der ökologischen Seite dreht sich natürlich alles ums Thema CO2-Speicherung, aber auch beispielsweise wird mit den Bäumen die Artenvielfalt geschützt oder auch die Wüstenbildung unterbunden oder eben wird gestoppt sozusagen. Auf der anderen Seite, die sozialen Vorteile liegen ja nicht unbedingt auf der Hand, aber was wir im Prinzip machen, ist, dass Kleinbauern diese Bäume pflanzen. Und Kleinbauern pflanzen diese Bäume in sogenannten Agroforstsystemen. Ein Agroforstsystem ist ein Mischwald bestehend aus produktiven Bäumen und forstwirtschaftlichen Bäumen. Und die Idee vor allem ist die, dass Kleinbauern eben diese produktiven Bäume für sich und ihre Familien als Nahrungsmittelsicherheit nutzen können oder auch die Früchte auf lokalen Märkten verkaufen können. Und das Einkommen, was sie darüber generieren, gehört ihnen zu 100%. Das heißt, wir von Treedom, wir geben den Kleinbauern die nötige Ausbildung bezüglich ökologischer Aufforstung, wir geben den Trainings an die Hand und die Kleinbauern haben damit sozusagen neue Berufsaussichten und können sich auch ihren Lebensunterhalt dann darüber eben finanzieren. Das ist mal so das, was wir in der Realität machen. Was uns wiederum besonders macht, ist die einzigartige Transparenz, die wir bieten. Jeder einzelne gepflanzte Baum in der Realität ist auf treedom.net erlebbar und sichtbar. Das heißt, jeder einzelne Baum hat auf Treedom ein sogenanntes Baumprofil, wo man immer wieder Informationen und Updates zu den Projekten bekommt, aber auch das Bild von dem Baum bekommt, die Geolokalisierung von dem Baum bekommt und wirklich in das Projekt involviert wird. Das heißt, wir von Treedom, wir sind die Brücke zwischen der realen Welt und der virtuellen Welt, zwischen, sage ich jetzt mal, Kleinbauern im globalen Süden und den Digital Natives hier im Westen. Jeder Baumpate, also jeder, der im Prinzip einen Baum pflanzt, wird zu einem virtuellen Baumpaten und erhält dann eben langfristig Informationen über die Bäume, die Projekte, die Baumarten. Und mit dieser einzigartigen Plattform, die wir haben, garantieren wir eben Transparenz für jeden Baumpaten, aber vor allem auch einen unterhaltsamen und ansprechenden Gamification-Ansatz. Daher eben auch diese Verbindung, sage ich jetzt mal, zwischen Farmville, ne, diesem Gamification-Spiel, und quasi Treedom, der Plattform, auch was in der Realität ist, wirklich was gemacht wird. Das heißt, zusammengefasst kann man im Prinzip sagen, hier ist noch eine schöne Grafik, wo man hier das Baumprofil auch nochmal sieht. Ihr seht, das ist alles mit Videos, Fotos versehen und das Ganze wird ja Social Media-like wie bei Facebook im Prinzip aufgezogen. Genau, zusammenfassend kann man im Prinzip zu unserem Ansatz sagen, dass, wie gesagt, pflanzen wir ein Agroforstsystem. Das ist eine super, super wertvolle Art und Weise, Bäume zu pflanzen, weil damit im Prinzip ja viele gute Vorteile der Ökologie zugutekommen, sage ich jetzt mal, aber auch Kleinbauern vor Ort. Zudem ist es so, übernehmen wir, sage ich jetzt mal, Verantwortung, weil wir Menschen wirklich zeigen, was wir in der Realität machen. Und das stellen wir sicher über die Geolokalisierung, über das Foto eines Baumes, was wir in einem öffentlichen Register zugänglich machen. Das nennt sich bei uns das Baumregister. Da kann man auf unserer Webseite jeden einzelnen der 3 Millionen gepflanzten Bäume mit Geolokalisierung und Fotos nachsehen. Und unsere Forestry Manager, die regelmäßig in die Projektländer fahren, machen da Stichproben und kommen dann natürlich auch mit ganz viel Content auf uns oder eben auf unsere Content Manager, die wiederum für die Plattform, für unsere Nutzer verwendet werden. Und es ist auch natürlich auch so, dass es total easy ist. Jeder kann einen Baum mit einem Klick auf unserer Webseite pflanzen und wird so über regelmäßige Updates eben an dem Projekt teilhaben gelassen und baut mehr oder weniger eine Bindung zu diesem Projekt auf. Das ist nicht nur ein Zertifikat, was man sich an die Wand
klatscht, sondern eben etwas wirklich, wo man immer wieder was von hat. Das Gute ist auch noch, dass wir mit unseren Projekten oder mit Treedom tragen wir zu 10 der 17 SDGs bei. Das heißt, auch da, wenn, sage ich jetzt mal, Unternehmen, das ist natürlich eine Unternehmensgeschichte und viele Unternehmen sind SDGs heutzutage sehr wichtig, sprich, da können wir mit unseren Projekten auch einen Beitrag zu leisten. Ja, was haben wir bis dato eigentlich erzielt? Wir haben dieses Jahr die 3 Millionen gepflanzten Bäume-Marke, sage ich jetzt mal, geknackt, sind auch sehr stolz drauf. Man muss auch dazu sagen, in den ersten 10 Jahren haben wir die erste Million gepflanzt und dann innerhalb der letzten 2 Jahre haben wir dann die weiteren 2 Millionen gepflanzt. Sprich, ihr könnt euch vorstellen, dass wir gerade auch sehr stark eben am Wachsen sind. Genau, dann noch ganz kurz zu den anderen Zahlen. Wir haben insgesamt 180 Kleinbauern, die von den 180.000 Kleinbauern, die von den Projekten bis dato profitiert haben. Wir haben in 17 Ländern Bäume bisher gepflanzt, haben knapp 1 Million User in der Community und über 8.000 Unternehmen haben mit uns Bäume gepflanzt. Denn die Bäume sind natürlich nicht nur für Privatpersonen interessant, wenn sie die für Geburtstage, für Weihnachten als Geschenke nutzen, sondern eben auch für Unternehmen, die die Bäume auch unter anderem als Geschenke nutzen, für Kundengeschenke, Mitarbeitergeschenke, Stakeholdergeschenke oder auch für diverse Kampagnen nutzen möchten. Ja, die Frage aller Fragen, können wir durch Bäume pflanzen den Planeten retten? Das ist ja, glaube ich, aktuell in aller Munde. Es kommt drauf an. Denn es muss unbedingt gegeben sein, dass man keinen Samen in die Erde schmeißt. Und das ist das, was wir auf gar keinen Fall machen. Bei uns geht es wirklich darum, dass der Baum am Ende auch wächst und da auch noch stehen bleibt. Das heißt, wir pflanzen den Baum am richtigen Ort, zur richtigen Zeitpunkt, und zwar zu den Regenzeiten, und das eben gemeinsam mit Kleinbauern, und stellen aber auch sicher, dass wir eine Baumpflege von mindestens 10 Jahren garantieren. Denn in den ersten Jahren ist die Sterberate der Bäume sehr, sehr hoch. Und das ist natürlich nicht unser Interesse, dass wir den dann sterben lassen und sagen, okay, komm, das passt, sondern wirklich, dass wir den dann erneut einpflanzen. Dann ist es auch bei uns sehr wichtig, dass wir die lokalen Communities mit einbeziehen, und das ist unverzichtbar. Denn nur wenn man die lokalen Communities von vornherein mit einbezieht, dann werden die auch eine intrinsische Motivation entwickeln, dieses Projekt, die Bäume zu pflegen und den Mehrwert daran zu sehen. Das sind schon meist Kleinbauern mit einem gewissen Know-how, die auch ein Grundstück haben. Und wir stellen die dann eben meist von Monokulturen, in denen sie aktuell pflanzen, zu Agroforstsystemen um. Und indem wir sie in jeden einzelnen kleinen Schritt involvieren, in die ganzen Entscheidungen, welche Baumarten sollen eigentlich gepflanzt werden oder was denkt ihr, was ist denn besser? Je mehr und mehr wir das machen, das haben wir auch über die Jahre gelernt, desto eher ist es auch wertvoller für die Communities und auch für die Zusammenarbeit mit den Partnern vor Ort. Ja, zu guter Letzt, natürlich können wir den Klimawandel nicht nur stoppen, indem wir nur Bäume pflanzen, sprich die Baumpflanzungen sind ein Teil der Lösung. Ja, mit Bäume pflanzen kann man schon einen sehr, sehr großen Impact erzielen, vor allem auch in den wertvollen Agroforstsystemen, die eben gut sind für Menschen vor Ort, für das Klima und eben im Sinne von für den ganzen Planeten. Aber damit ist es natürlich nicht getan, sondern jeder Einzelne sollte oder hat, sage ich mal, seinen Beitrag zu leisten, um den Klimawandel zu stoppen. Und das kann schon anfangen bei kleinen Dingen, sage ich jetzt mal, im Alltag. Genau, im Endeffekt muss man dazu sagen, Bäume pflanzen ist ein wichtiger Bestandteil, um den Klimawandel zu stoppen. Und unser Ansatz ist im Prinzip the right tree for the right place for the right purpose. Genau, in diesem Sinne war es das erstmal von meiner Seite und freue mich auf Fragen, wenn Fragen da sind. Vielen Dank. Ja, Fragen, das haben wir immer. Wir fragen den Leuten Löcher in den Bauch, oder? Ja. Das ist unser Job. Philippa, ganz Hilft ja herzlichen nix. Dank. Also ich bin beeindruckt. Super Zahlen habt ihr, ich sage mal, notiert. 180.000 Bäume habt ihr gepflanzt, 70 Länder, 8.000 Firmen mit dabei. Genau, sogar 3 Millionen Bäume gepflanzt. 3 Millionen Bäume. 17 Länder. Und du sagtest, ihr habt 10 Jahre gebraucht, um 1 Million zu pflanzen und 3 Millionen, die letzten 2, sage ich dann mal, wenn ich richtig rechne, in einem Genau. Jahr. Was ist passiert? Warum Ja. so viel in so kurzer Zeit?
Das Thema ist natürlich angekommen bei Unternehmen und in der Gesellschaft. Also vor 10 Jahren war Nachhaltigkeit ein nice to have gewesen. Da hatten Unternehmen kein Budget dafür gehabt. Heutzutage ist das natürlich bei den meisten Unternehmen auch angekommen und die meisten Unternehmen möchten oder sind schon sogar dazu verpflichtet, etwas zu tun. Und dementsprechend haben wir das auch gemerkt. Und natürlich auch das Thema Greta Thunberg kam uns irgendwo auch, sage ich jetzt mal, zugute, weil das Thema in die Gesellschaft getragen wurde und einfach ein Echo an uns quasi sozusagen zurückkam und dementsprechend das Wachstum vor allem in den letzten 2 Jahren sehr, sehr groß war. Was mich vor allen Dingen interessiert wird, wäre die langfristige Perspektive. Ich meine, ich sehe es ein bisschen problematisch, ihr seid ja hauptsächlich auch in Ländern, Regionen unterwegs, die jetzt nicht so stabil sind, sei es politisch, mit Naturkatastrophen und so weiter. Und so ein Baum braucht ja doch dann, ich weiß nicht, 30 Jahre, ist ein normales Alter für einen Baum, oder? Dass er groß wächst. Wie wollt ihr sicherstellen, dass das langfristig funktioniert, das Projekt? Also zunächst einmal muss man sagen, dass wir in ausgewählte Länder gehen. Und das heißt, wir gehen auch in politisch stabile Länder. Wir sind auch schon mal in einem Land gewesen, was politisch im Endeffekt dann nicht stabil war, wo wir dann auch gesagt haben, okay, da gehen wir jetzt raus und dann hören wir mit unserem Projekt auf. Das ist schon mal die eine Sache. Und die andere Sache, die Langfristigkeit per se, muss man sagen, dass wenn man von einer CO2-Speicherung spricht, dass die innerhalb der ersten 10 Jahre erfolgt. Das heißt, da ist die CO2-Speicherung am höchsten. Heißt nicht, dass wir den Baum nach 10 Jahren kappen und sagen, okay, tschüss, das war's, sondern der bleibt dann nach wie vor bestehen. Und das ist uns natürlich auch wichtig, ne, dass man diese Kleinbauern dazu kriegt, hey, ihr pflegt den, weil das ist ja auch Geld für euch und ihr müsst euch auch weiterhin darum kümmern. Und dementsprechend diese Langfristigkeit versuchen wir eben durch und mit den Kleinbauern herzustellen. Du sagtest, also richtiges Stichwort auch Kleinbauern, du sagtest, die könnten zum Großteil ihren Lebensunterhalt davon wirklich finanzieren. Wie realistisch ist diese Einschätzung wirklich? Also ihr müsst euch das so vorstellen, das sind ja schon Kleinbauern, die eben ein Stück Land haben und die in der Vergangenheit nur eine Baumart meistens auf ihrem Grundstück eingepflanzt haben. Das heißt, deren Einkommen war basierend auf dieser einen Baumart. So, jetzt mit uns ist es so, dass wir die dann umstellen mit verschiedenen Baumarten, was den Vorteil hat, dass sie Einkommen über das ganze Jahr generieren, weil natürlich die Ernte der Früchte in den verschiedensten Saisons erfolgt. Und dementsprechend haben sie dann natürlich sogar ein zusätzliches Einkommen, zusätzlich zu dieser einen Baumart, die sie ja eh schon hatten. Und ich weiß leider nicht die genaue Zahl, aber beispielsweise die Avocado hat einen sehr, sehr hohen ökonomischen Wert für den Kleinbauern. Es ist total wertvoll, in so einem Land eine Avocado zu verkaufen. Und wenn ihr dann einen kompletten Avocadobaum im Garten stehen habt und die dann auf den lokalen Märkten verkauft, dann kann er sich definitiv seinen Lebensunterhalt darüber finanzieren. Man muss ja auch sagen, das sind ja auch ganz andere Lebenshaltungskosten, von denen wir da sprechen im Vergleich zu bei uns jetzt hier in Europa. Martin. Ja, ich finde einen spannenden Vergleich, den du gezogen hast, zu Farmville auch so ein bisschen. Und frage mich hinter dem Hintergrund auch, seht ihr euch eher oder versteht ihr euch eher als Tech-Company, auch die, ich sag mal, über soziale Netzwerke natürlich super aktiv ist und einfach auch auf die Digitalisierung extrem ist, oder versteht ihr euch als Baumpflanz-Company? Ich würde sagen, das ist eine gute Mischung. Also wir sehen uns per se als ein Tech-Start-up, würde ich jetzt mal sagen. Wir sind aber jetzt auch nicht bewusst nicht, in Anführungszeichen, sage ich jetzt mal überspitzt gesagt, die Ökoterroristen. Wir sind daher vom Ansatz her alle sehr locker, sehr offen, sage ich jetzt mal. Und dementsprechend würde man Treedom nicht in diese Kategorie stecken, hey, ihr seid nur die Öko-Baumpflanze, sondern wir wollen auch, sage ich jetzt mal, die Startup-Mechaniken einsetzen. Wir wollen ja auch wachsen und wir wollen auch schnell wachsen, weshalb wir auch natürlich Startup-Sachen benutzen, sage ich jetzt mal, sei es von Tools, sei es von der Denke her. Und dementsprechend würde ich auch eher sagen, dass wir uns einen Ticken mehr wahrscheinlich als ein Tech-Startup sehen, als jetzt irgendwie in der anderen Ecke die Ökos sozusagen. Das ist, glaube ich, eine ganz gute Mischung bei uns. Das ist auch für uns ein gutes Stichwort. Also ich sage mal, Öko-Terroristen, das ist auch nicht unsere Zielgruppe, sondern wir wollen die Leute inspirieren mit dem, was wir tun und mit Projekten wie eurem den Leuten auch zeigen, dass man, ja, ich sage mal, Gutes tun kann. Auch wie du selber sagtest, du sagtest wörtlich, man kann die Welt mit Bäumen, Pflanzen nicht retten, aber man kann zumindest es versuchen. Und du sagtest was mit wir pflanzen tatsächlich Bäume, wenn ich es richtig verstanden habe,
betreut die Projekte auch 10 Jahre und darüber hinaus. Und du sagtest was mich kurz zum Stutzen gebracht hat, ihr werft keinen Samen auf die Erde. Also ist das ein Vorwurf, mit dem ihr konfrontiert seid, oder gibt es, ich sage mal, vergleichbare Projekte, die genau so vorgehen und es nicht wirklich nachhaltig denken und auch machen? Mhm. Genau, dazu muss man sagen, Bäume pflanzen ist nicht gleich Bäume pflanzen. Und das ist nämlich das Wichtigste, woran die Menschen einfach mal denken sollten oder müssen, weil ja, also wie gesagt, den Ansatz, den wir halt verfolgen, ist nicht zu sagen, dass wir die Samen in die Erde schmeißen, sondern eben, dass wir den Samen zu einem Setzling in der Baumschule großziehen und dann in die Natur verpflanzen. Das ist das, was wir machen, worin wir gut sind, wo wir gemerkt haben, damit kannst du nur Bäume wachsen. Es gibt natürlich auch andere Möglichkeiten, Bäume zu pflanzen, wo vielleicht auch andere Leute das auch so machen oder andere Unternehmen das auch so machen. Sprich, wir kriegen natürlich immer wieder auch kritische Fragen von Partnern oder auch von Unternehmen. Wie macht ihr das denn eigentlich genau und wie könnt ihr das sicherstellen? Und dementsprechend, wie gesagt, bei uns ist der Ansatz, keinen Samen über irgendeine Drohne, sag ich mal, in die Erde schmeißen, sondern wirklich Setzling großziehen und dann einpflanzen. Also das gefällt mir gut, dieser ernsthafte forstwirtschaftliche Ansatz, doch spitze. Eine Frage hätte ich noch jetzt zu Firmen, weil viele Firmen, sagst du, auch bei euch Bäume spendieren, kaufen. Ist das für die eine reine Marketinggeschichte oder können die damit auch tatsächlich ihren CO2-Fußabdruck kompensieren, auch gegenüber den gesetzlichen Verpflichtungen? Mhm. Also es ist total divers, was Unternehmen damit machen. Es kann einfach nur sein von, hey, ich brauche mal ein nachhaltiges oder ein anderweitiges Geschenk, als was ich sonst immer im Prinzip verschenke. Da geht es wirklich nur dann um, ich schenke was anderes. Es gibt aber auch Unternehmen, die sagen, okay, wir möchten unser CO2 mit Freedom, sage ich jetzt mal, ausgleichen, kompensieren. Das geht bei uns per se auch. Gleichzeitig muss man uns sagen, dass wir uns von der Positionierung her nicht als ein klassischer Kompensationsdienstleister sehen. Damit hatten unsere Gründer nicht die Absicht. Wir wollten nicht uns auf diesem Markt bewegen, weil es da eben schon x Anbieter gibt. Und damals oder auch bei dem Kompensationsmarkt aktuell sind Agroforstsysteme eigentlich nicht inkludiert, laut den Regelungen sozusagen. Und dementsprechend sehen wir uns nicht auf diesem klassischen Kompensationsmarkt, aber wenn jemand mit uns Bäume pflanzen möchte, wird darüber CO2 gespeichert und ja, sie können es dann auch für die Kompensation nutzen. Gibt es eine spezielle Branche, die besonders viel Bäume pflanzt? Ich sage mal jetzt, du hast ja Geschenke irgendwie angesprochen. Mhm. Ach, das ist total divers. Also es gibt jetzt nicht eine Branche bei uns, die total viele Bäume gepflanzt hat. Das kann von der IT-Branche sein, es kann von der Fashion-Branche sein, über FMCG. Da ist bisher bei uns schon alles eigentlich dabei gewesen. Sehr gut. Martin, hast du Fragen? Hier haben die Bela oder der Bela und die Silvia haben ein paar Fragen hier von der Redaktion. Hast du? Sonst willst du? Nee? Also zum Beispiel, Bela möchte wissen, die Grundmotivation der Initiative ist also, das von Menschen verursachte CO2 zu kompensieren, oder standen am Anfang die Kleinbauern im Fokus, also soziale Komponente? Ja? Hast du da eine Antwort drauf, Schilpa? Also der Fokus lag in beidem. In einerseits Kleinbauern einen Lebensunterhalt wieder zu ermöglichen und das mit Bäume pflanzen und nicht mit Bäume abholzen. Weil das ist ja das Problem, was ursprünglich unsere Gründer gesehen hatten, dass eben einerseits der Klimawandel dazu geführt hat, dass sie eben sich nicht von Anbau mehr ernähren / finanzieren konnten und gezwungen waren, im Prinzip sich ihren Lebensunterhalt über illegale Abholzung zu finanzieren. Und da wollten wir ankämpfen. Einerseits Kleinbauern, ihr kriegt mit dem Pflanzen von Bäumen Geld und tut damit etwas Gutes für den Planeten, aber kriegt auch sozusagen Geld, bares Geld für euch dann, was euch euren Lebensunterhalt finanziert. Noch eine Frage von Bela. Ihr pflanzt ja auch insbesondere ertragreiche Bäume, darunter zum Beispiel Mangos, Avocados, Cashews. Soll dann auch, ich sag mal, der Business Case für den Kleinbauer sein, dass er tatsächlich von diesen Früchten leben kann. Das ist wegen mir das Grundprinzip von dem, dass sie ihren selben Lebensunterhalt davon bestreiten können. Genau, das ist im Prinzip das Gleiche. Genau, das ist die Idee. Ja. Okay. Martin, was wollen wir noch wissen? Verlockt? Also, haben wir eigentlich schon alles durch, oder? One-Click-Farming. Ach, eins noch, genau. Mein Grundgedanke war, das Ganze kam ja mit Farmville auf. Gibt es eigentlich so auch ein Spiel dazu? Ein Freedomville Farm-Gaming-Spiel? Jein, also wir versuchen immer mal wieder so ein paar Gamification-Elemente reinzubringen. Beispielsweise, indem man seinem Baum einen Namen geben kann, einen virtuellen Namen. Man kann dem Baum eine virtuelle Message reinritzen.
Oder man kann auch Badges nach einer Zeit kriegen. Also je mehr Bäume man gepflanzt hat, dann kriegt man eben gewisse Badges. Und wie gesagt, wir versuchen das immer mal wieder. Wir haben auch einen spielerischen CO2-Rechner bei uns auf der Webseite, wo man durch so ein virtuelles Haus geht und da im Prinzip durch verschiedene Räume läuft, verschiedene Sachen anklickt und dann am Ende des Gangs durch das ganze Haus seinen CO2-Fußabdruck von dem Haus quasi errechnet bekommt. Und das sind immer so die kleinen Elemente, die wir da immer mal wieder versuchen reinzubringen, damit das Ganze auch immer noch zu Spaß bleibt für die meisten. Gibt es von euch Kooperationen mit anderen Aufforstorganisationen? Da gibt es ja auch ein paar. Ich denke auch zum Beispiel, wir sind ja aus der Tech-Branche auch so traditionell. Ecosia ist ja auch eine Suchmaschine, die sehr populär ist, auch bei vielen jungen Leuten, die jedes Jahr Bäume pflanzt durch Suchanfragen. Also es gibt da auch eine Google-Alternative, wenn die Suchergebnisse auch nicht immer ganz so gut sind wie bei Google, aber manchmal ist Verzicht dann vielleicht doch das bessere Lebensmotto. Also Frage, gibt es Kooperationen, zum Beispiel Ecosia, haben wir auch eingeladen, wollten auch kommen, ja, für Leute, die nächstes Mal vielleicht zuschauen wollen. Timing war ein bisschen zu knapp, aber vielleicht habt ihr Kontakt zu denen auch und macht mit den Sachen. Also mit wem wir Kooperationen machen, sind mit lokalen Partnern, NGOs vor Ort, also Agrargenossenschaften und NGOs. Mit denen arbeiten wir vor Ort zusammen. Das sind so die, sage ich jetzt mal, die Partner. Was wiederum Partner auf unserer Ebene angeht, eine andere Baumpflanze, sage ich jetzt mal, sind wir per se offen für Partnerschaften, aber bis dato hat sich jetzt da noch nichts ergeben. Okay, gut. Dann haben wir noch eine Frage. Und zwar so grundsätzlich, ja, Big Picture. Verlockt es nicht dazu, das Gewissen einfach zu beruhigen? Da spendet man einen Baum und lebt dann weiterhin so vor sich her. Also Stichwort Ablasshandel und so, mit dem müsst ihr euch bestimmt sehr, sehr oft auseinandersetzen, dass die Leute so irgendwie wollen, aber nicht so ganz genau wissen, tue ich wirklich das Richtige oder beruhige ich nur mein Gewissen? Was wäre deine Antwort darauf, Schilpa? Also, sehr, sehr gute Frage. Big Picture Frage, oder? Ja, doch, großes Bild, ja. Ja. Also ich sage es mal so, wenn man jetzt von Unternehmen spricht, die mit uns zusammenarbeiten, da ist es uns besonders wichtig, dass Unternehmen da nicht von Ablasshandel sprechen und sagen, hey, wir sind jetzt der nachhaltigste Partner und wir sind jetzt grün und sind komplett CO2-neutral und total grüner Partner. Das machen wir bewusst nicht und da haben wir auch, sag ich mal, ein Veto drauf in der Kommunikation bei den Kunden, weil wir nicht gerade diese Greenwashing-Vorwürfe, wo man sich dann auch angreifbar macht, haben möchten. Im Gegenteil möchten wir eigentlich das Unternehmen dann vielleicht eher kommunizieren, hey, wir begeben uns auf die Reise, wir machen etwas, wir wollen etwas machen, wir wissen, dass wir noch nicht der beste Partner sind und der grünste Partner sind, aber wir leisten einen Beitrag und wir sind auf dem Weg dahin. Und dementsprechend ist unser Ansatz, es ist besser, einen Baum zu pflanzen, als gar keinen Baum zu pflanzen. Man schädigt im Prinzip niemanden damit. Und daher, es kommt immer ganz drauf an, wie man darüber spricht, wer es ist, wer darüber spricht, aber per se ein Baum hat noch keinem geschadet. Ja, also finde ich. Außer am Öden von Horvath. Also dem hat er geschadet, definitiv. Und das Motto finde ich auch, das Foto finde ich auch mega, zu sagen, okay, wir pflanzen lieber einen Baum, als keinen zu pflanzen. Und wir haben da eine Analogie zu dem Projekt, das wir hier machen, weil viele Leute sagen, hey, ihr seid viel zu spät dran und das Timing ist irgendwie schwierig. Und wie kriegt ihr in der kurzen Zeit irgendwie so viele Leute zusammen? Wir haben es gemacht und wir sind immer der Meinung, dass wir eine GreenTech-Konferenz lieber machen, als sie nicht zu machen. Und wenn dann vielleicht wegen mir die Organisation ein bisschen kurzfristig gestrickt war und wir hatten tatsächlich auch, ich sag mal, werden wir heute Mittag wahrscheinlich noch mal ein bisschen was dazu erzählen, Connections zur Ukraine und so, also sind alle irgendwie betroffen durch Corona und durch was da im Moment passiert. Von daher denke ich, es ist auch bei uns wie bei euch umso wichtiger, dass man es tut, dass ihr Bäume pflanzt, dass wir drüber reden, was ihr so macht. Ja, wir haben ja eine tolle Mischung zusammenbekommen. Mega. Genau, und genau, ich wollte zum Schluss noch, ich hätte noch eine Frage zum Schluss. Also es gibt ja natürlich auch andere Wettbewerber. Wir reden natürlich jetzt nicht über eure Wettbewerber heute, aber grundsätzlich würde ich einfach gerne wissen, warum, wenn ich einen Baum pflanze, warum soll ich mit Treedom pflanzen und nicht vielleicht mit einem von den anderen Wettbewerbern? Das wäre also meine letzte Frage. Wir haben noch 30 Sekunden. Schilpa, du hast es super gemacht. Bis jetzt schon herzlichen Dank und noch ein Schlusswort bräuchte ich. Also per se ist es so, wir verfolgen einen holistischen Ansatz, ökologische, soziale Vorteile. Das ist auf der Realität, das hat alles Hand und Fuß und man hat bei uns diese digitale Komponente, um diese Transparenz zu gewährleisten und auch natürlich die Möglichkeit, Bäume zu verschenken. Was für ein cooleres Geschenk gibt es in 2022, als Bäume zu verschenken, statt irgendwie, weiß ich nicht, eine Powerbank oder ähnliches. Also ich hätte noch was Öl
oder Ja. Diesel oder irgendwie. Ja? Ja, Schwierig, schwieriges Thema. Sehr gut. Schilpa, ganz, ganz herzlichen Dank für deine Präsentation.